Shall we or shall we not? Sollen wir oder sollen wir nicht? Shall we talk about divorce, second marriage, living together without being married? Sollen wir über Scheidung, wieder verheiratet sein und das Leben ohne verheiratet sein reden? Ich möchte nicht wirklich. But maybe he will speak in Portuguese and I will translate it to English. Vielleicht kann er auf Portugiesisch lehren und ich übersetze auf Englisch. Ay, 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 ay. Let's take the bull by the horn. Okay, lass uns diesen Stier bei den Hörnern Okay, packen. let's talk. Okay, lass uns reden. First of all, Erstens, what about divorce? was ist mit Scheidung? Because before we talk about second marriage, we have to talk about divorce. Weil bevor wir über Wiederverheiratung reden, müssen wir über Scheidung Only reden. that among many evangelical Christians, divorce has become the unpardonable sin. Es ist sehr interessant, dass in vielen evangelikalen Kreisen Scheidung wie eine Sünde angesehen wird und nicht vergeben werden kann. Reinhard, are you a fan of divorce? Rainer, bist du ein Fan von Scheidung? Why would I be a fan of divorce when Jesus said God hates divorce? Wieso sollte ich ein Fan sein von Scheidung, wenn die Bibel und Gott sagen, sie hassen Scheidung? Sicher bin ich kein Fan von Scheidung. Smarter than God, neither am I more righteous than God. Aber ich bin nicht kluger als Gott und ich bin auch nicht gerechter als Gott. I'm going to challenge you. Ich werde euch jetzt herausfordern. Little study in the Bible. Studiert ein wenig die Bibel. God himself divorced Israel. Gott selber hat sich von Israel scheiden lassen. If divorce is so terrible, why did God divorce? Wenn Scheidung so schlimm ist, wieso hat sich denn Gott scheiden lassen? If you study carefully through the prophets of the Old Testament, you will find something out. Wenn du sorgfältig im Alten Testament die Propheten studierst, wirst du etwas rausfinden. That God really hates divorce. Dass Gott Scheidung hasst. But God also understands where there is a time where you have to divorce. Aber Gott versteht auch, wenn da eine Zeit ist, wo du dich scheiden lassen musst. Reinhard, why do you say these things? Aber Reinhard, wieso sagst du diese Dinge? Because I believe them. Weil ich sie glaube. At least at the moment I do. Wenigstens jetzt, im Moment glaube ich sie. Why did God divorce Israel? Wieso hat Gott sich von Israel scheiden lassen? Because they kept committing adultery and did not want their marriage restored. Weil sie immer wieder Ehebruch betrieben und nicht wollten, dass ihre Ehe wiederhergestellt wird. Study. God even said that these people were sitting by the side of the street with their legs spread out like a prostitute. Und studiert mal, und im Ezekiel 16 sagt er, dass seine Leute sich dann an den Straßenrand stellten mit gespreizten Beinen und sich prostituierten. He's going after other lovers. Sie sind immer nach anderen Liebhabern nachgerannt, anderen Göttern. So there came a moment where God said, look, you don't want to live in this covenant relationship. Und dann kam ein Moment, wo Gott sagte, hör zu, ihr wollt ja nicht in diesem Bund leben, Ehebund. Even the New Testament teaches us that. Also seht, sogar das Neue Testament lehrt uns das. Paulus sagt, If your unbelieving partner wants to go, let him go. Be at peace. dass wenn dein ungläubiger Partner gehen will, dann lass ihn gehen und sei in Frieden. Ir embora, deixa ele ir embora em paz. So I will never be the one who says, just divorce your partner. Also ich werde nie dieser sein, der sagt, ja, du kannst dich einfach scheiden lassen, kein Problem. Do seu cônjuge. Here is the heart of God. Aber hier ist das Herz Gottes. The heart of God is that even there is adultery in your marriage, that God wants forgiveness and restoration. Das Herz Gottes ist, dass auch wenn Ehebruch in deiner Ehe passiert ist, dass da Vergebung und Wiederherstellung ist. That's the heart of God. Das ist das Herz Gottes. And God says, listen, I let you divorce because of the hardness of your heart. Und Gott sagt, hört zu, ich lasse euch scheiden wegen euren harten Herzen. So, hardness of heart of whom? Also wer hat jetzt das harte Herz in dem Fall? The one who has committed adultery, like The- the one who is the victim. Der Ehebruch begangen hat oder das Opfer? Something you should think about. Das ist auch etwas, worüber du nachdenken musst. But look, I want you to understand this. Aber schaut mal, ich möchte, dass ihr das versteht. Which is a covenant, it's not a contract. Die Ehe ist ein Bund und kein Vertrag. Trato. So what happens if I'm married to Debbie and I commit adultery? Und was passiert, wenn ich mit Debbie verheiratet bin und ich Ehebruch I begehe? told you in another video that two sleep together, they become one. Ich habe euch schon mal gesagt, dass wenn zwei zusammen schlafen, dann werden sie eins. So if I break the covenant, in my understanding, the covenant now is broken. Also wenn ich den Bund breche, dann ist in meinem Verständnis dieser Bund gebrochen. E essa está quebrada. So what happens if the covenant is broken? Also was passiert, wenn dieser Bund gebrochen ist? Quebrada. I broke the covenant.
dann habe ich ja den Bund gebrochen. Debbie is kind, has a heart like God. Here's what you will do. Also wenn Debbie lieb ist und ein Herz wie Gott hat, dann ist das, was sie machen würde. Sie würde mir vergeben. You want this marriage to be restored. Und sie wird sagen, ich möchte wirklich, dass diese Ehe wiederhergestellt ist. Your heart. Com todo o meu Mit meinem ganzen Herzen. What forgiveness can happen from just one side. Mas Also sabe Vergebung kann von nur einer Seite herkommen. lado. It can. Also es ist möglich. O perdão pode acontecer só de lado. So it doesn't take two people to live in forgiveness. Und es braucht nicht zwei Leute, um in Vergebung zu It leben. needs one, Es Debbie. braucht nur jemand, und in diesem Fall Debbie. But for the relationship to be restored, it needs two. Aber dass die Beziehung wiederhergestellt wird, braucht es zwei. What is if I make the choice I keep living in adultery? Então, Und was passiert, wenn ich mich entscheide, dass ich immer noch in Ehebruch lebe? Here's what happened. Da ist was passiert. One who does not want the covenant to be restored. eu sou Ich bin derjenige, der nicht will, dass dieser Bund wiederhergestellt wird. Listen, prayer can't restore it. escute, ó, Hör zu, Gebet kann das nicht wiederherstellen. Do spiritual witchcraft to save our marriage. Wir können keine geistliche Hexerei betreiben, um unsere Ehe zu retten. Can't try to get God involved to force our husband or wife to live right. Und wir können nicht Gott mit einbeziehen, um unseren Partner zu zwingen, das Richtige mal zu machen. Allow us to live the way we choose to live. He's given us free will. Weil Gott hat uns einen freien Wille gegeben und erlaubt uns, so zu leben, wie wir uns entscheiden zu leben. So what do we need to do? então Und was müssen wir tun in diesem Fall? We need to say, okay, if you choose to live in adultery, if you don't want this covenant, okay, bye-bye. então nós pre- Wir müssen wie sagen, okay, wenn du nicht willst, dass dieser Bund wiederhergestellt ist, wenn du dich so entscheidest, dann musst du gehen. What God did, He divorced Israel. eu Ich werde das tun, was Gott gemacht hat. Er hat sich von Israel scheiden lassen. Hört ihr, was ich sage? Not saying at the first problem, just walk out of the Ex- marriage. I would never say that. Ich sage nicht, dass ihr beim ersten Problem einfach die Ehe abbrechen müsst. Ich würde das nie sagen. The first act of adultery, just leave your marriage. I would never. Und ich sage auch nicht, dass beim ersten Ehebruch du die Ehe auflösen sollst. Das sage ich nie, das würde ich nie sagen. I would say have the heart of God that forgave Israel over and over and over. Ich würde sagen, habe das Herz Gottes, das Israel immer und immer und immer wieder vergeben hat. Then there came a moment where God was very clear. Listen, you don't want to walk in this covenant, so I will divorce you. mas Man muss verstehen, da gab es einen Moment, wo Gott gesagt hat, okay, du willst nicht in diesem Ehebund leben, ich werde mich von dir scheiden lassen. In my understanding, this gives us a picture and the idea of how divorce should be handled among Christians. Und so wie ich das verstehe, gibt das uns ein Bild und eine Vorstellung, wie Gott möchte, dass wir mit Scheidung umgehen. deve ser trabalhado na vida dos cristãos. So what happens? Can Christians get married a second time? Also was passiert? Kann ein Christ sich wieder verheiraten? I always have been bothered by this teaching Eu Ich habe mich immer ab folgender Lehre gestört, ensino that if you've been divorced and you get remarried, you live in adultery. dass wenn du geschieden bist und wieder heiratest, dass du in Ehebruch lebst. em adultério. In fact, I'm going to tell you something really funny. Und ich werde euch etwas Interessantes erzählen. I didn't find this teaching out when I came to Brazil 7 years. Ich habe diese Lehre nicht erst kennengelernt, als ich vor 7 Jahren nach Brasilien gekommen bin. We've had this discussion in Austin where I lived for more than 40 years. Wir haben diese Diskussionen schon vor 40 Jahren gehabt, als ich in Österreich noch lebte. In fact, Na realidade, Und eigentlich Debbie and me had some really strong discussion. haben Debbie und ich schon sehr heftige Diskussionen zum Thema gehabt. Our entire married life. Unser ganzes Eheleben. Und das ist der Grund. Because Debbie always had that same view. Weil Debbie hat das immer gleich gesehen. mesma perspectiva. If you've been married and you're divorced, Wenn du verheiratet warst und dich scheiden lässt, you can never get married again. Dann If you do, you live in a dann kannst du dich nie wieder verheiraten, sonst lebst du in Ehebruch. we had probably about 15 years or 20 years of strong discussion. Und vor 15 oder 20 Jahren hatten wir wirklich heftige Diskussionen zum Thema. Então, muito forte. I love to have good, strong biblical discussion. Und ich liebe es, gute, heftige Diskussionen mit Debbie zu den biblischen Themen zu haben, aber wir waren nie einverstanden. One Bible verse, Matthew 7, and build a doctrine. Weil Debbie hat einen Bibelvers von Matthäus 19 genommen und hat eine Doktrine rundherum gebaut.
Jesus hat gesagt. Listen, it's a law of Bible interpretation. You can't build a doctrine on an isolated Bible verse. Aber ich habe schon oft gesagt, du kannst nicht einfach einen Bibelvers nehmen und rundherum eine Lehre aufbauen. Tudo bíblico. So I always had my view. Und ich habe immer meine Sicht gehabt. Perspectiva. If the covenant has been broken and is not existent, you're free to marry. Und zwar, wenn der Bund gebrochen wurde und nicht mehr existiert, dann bist du frei, wieder zu verheiraten. You go ahead and marry again if you would like. Ja, dann kannst du dich wieder verheiraten. But based on Matthew 19, Debbie always said no, 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 no. Aber auf Matthäus 19 aufgebaut hat Debbie immer gesagt, nein, das kannst du nicht. So I said, okay, you're free to believe what you want. Und ich habe immer gesagt, okay, du bist frei zu glauben, was du Se möchtest. quiser. One day, maybe 15 years, Und eines Tages, vor etwa 15 Jahren, Deb came to me, she said, sweetheart, I'm sorry. da ist Debbie zu mir gekommen und hat gesagt, Liebling, es tut mir leid. Ich war falsch. She handed me an article by a Jewish, I think it was a Jewish scholar, a Jewish rabbi or something like that. Sie hat mir einen Artikel gegeben von einem jüdischen Rabbi oder Lehrer, so etwas. Dito judeu. Who explained Matthew 19 to me from the original language in the Jewish culture and showed clearly that it is not what we think what Jesus was. Der Matthäus 19 von einem jüdischen Hintergrund erklärt hat, von einem biblischen jüdischen Hintergrund erklärt hat, und da hat sie gesehen, dass es nicht das war, was wir alle glauben, was dort steht. Interpretado. I've never liked the idea of putting this heavy yoke upon people. They've already gone through divorce. Now you put them under this heavy yoke again. Never get married. Und ich habe nie diese Idee gemocht, dass man auf geschiedene Leute diese schwere Last auferlegt. Sie gingen schon durch diesen Divorce durch und jetzt sagt man noch, du darfst nie wieder De heiraten. novo. It just didn't fit with me, with the heart of God. It never lined up. Und das hat einfach nicht in das Herz Gottes reingepasst. Das macht keinen Sinn. Und ich kenne eine Person, die verheiratet war und sie war noch recht jung, so um die 20. And then found out Und dann hat sie herausgefunden, that her husband lived a double life dass ihr Ehemann ein Doppelleben führte. and he had sexual relationship with men. Und er hatte sexuelle Beziehungen mit anderen Männern. And he was not willing to let them go. Und er war nicht bereit, das gehen zu lassen. So she divorced. Und so hat sie sich scheiden lassen. Listen, that was a mixture of compassion, sadness, and anger in my heart. Und da war eine Mischung zwischen Traurigkeit, Mitgefühl und Zorn auf meinem Herzen. When the church and the pastors and the leaders put this condemnation and yoke upon us, saying, you have to stay single the rest of your life. A beautiful girl in the early 20s. Quando- That's a crime. Quando Als die Gemeindeleitung ihr sagte, sie müsse nun ihr ganzes Leben alleine bleiben, ihr diese Last auferlegte. Sie war erst anfangs 20 und ein wunderschönes Mädchen. Das ist ein Verbrechen. And then you take one Bible verse and try to prove that? E aí, Und dann nimmt man einen Bibelvers und versucht, das damit zu beweisen. That's not enough proof. Aber das ist nicht genug Beweismaterial. If the covenant has been broken, you're not in the covenant, therefore you're free to get married. Ich glaube, wenn der Bund gebrochen ist, dann ist er gebrochen und dann bist du frei, dich wieder verheiraten. para se casar Even novamente. Paul said in 1 Corinthians 7, Und sogar Paulus sagt im 1. Korinther 7, wants to go, let him go, you are free. wenn dein Partner gehen will, dann lass ihn gehen und du bist frei. Está livre. If you are free, that means you are free. A free person can get married. Se vo- Und wenn du frei bist, das heißt, du bist frei und eine freie Person kann sich wieder verheiraten. And I think this is too complicated. I'd rather just live together without getting married. Reinhard, ich denke, das ist zu kompliziert. Ich lebe lieber ohne verheiratet zu sein mit jemandem It zusammen. doesn't make sense. Aber das macht keinen Sinn. I'm going to tell you why it doesn't make sense. Und ich möchte euch sagen, wieso das keinen Sinn macht. I don't want to go in some Christian ethic and rules and regulations and law, all that. Und ich werde da jetzt nicht in Regeln und christliche Ethik oder irgendwas reingehen. Aber ich möchte euch erklären, wieso. Because there is no security. Weil es da keine Sicherheit You gibt. live together with somebody and you have 2 or 3 kids. The fact is, anytime you want, you can walk out. Wenn du zusammenlebst mit jemandem und du hast vielleicht 2, 3 Kinder, dann ist die Realität, dass du gehen kannst, wann immer du willst. Und deshalb glaube ich, You need to enter marriage as a covenant. Que nós dass wir in einen Ehebund eintreten sollen. Promise, sign a paper, Mach ein Versprechen, unterschreibe die Papiere to commit ourselves to one another. und dass wir uns einander verpflichten, uns einander hingeben. uns aos outros. Does it have to be in the church? Muss das in der Gemeinde, in der Kirche sein? Heck, do whatever you like. Mach was auch immer du möchtest in diesem Bereich. Waste all your money at a big party, then do.
Wenn du viel Geld ausgeben möchtest für eine große Party, dann tu das. Faça If you isso. want to come to my house and do it before me, and then we sign some papers at the legal office, go ahead. Und wenn du zu mir nach Hause kommen möchtest und eine kleine Party machen möchtest und dann wir zusammen die Papiere unterschreiben gehen, dann kannst du das auch. A legal covenant. Solange ihr einen legalen Bund eingeht. De uma aliança legal. Reinhard, Aber Reinhard, will God bless my marriage if I don't get married in the church? will Gott meine Ehe segnen, wenn wir nicht in der Gemeinde We heiraten? can't get married in the church. Anyhow, we are. Also erstens könnt ihr nicht in der Gemeinde verheiratet werden, weil ihr seid die Gemeinde. God has nothing to do with whether your marriage being blessed or not. Und zweitens hat Gott nichts damit zu tun, ob deine Ehe gesegnet ist oder nicht. God already did everything that needs to be done. Weil Gott hat schon alles getan, was getan werden He's muss. released every blessing for you. Er hat allen Segen freigesetzt für dich. You know what it depends on if you have a good marriage or not? Und wisst ihr, auf was es ankommt, ob ihr eine gute Ehe habt oder You're nicht? stupid or if you're Ob ihr blöd oder gescheit seid. Das ist so einfach. There are atheists who have wonderful marriages, and there are pastors who have got messed up marriage. Weil da gibt es Atheisten, die eine wunderbare Ehe haben und da gibt es Pastoren, die schreckliche Ehe haben. It has nothing to do with. Und das hat nichts mit Gott zu tun. If you live right, you're gonna have a good relationship. If you live wrong, you're gonna have a bad one. Wenn du richtig lebst, dann hast du eine gute Beziehung. Wenn du schlecht lebst, hast du eine schlechte Se Beziehung. errado, você vai ter um relacionamento ruim. Stop being religious. Hört auf. Do some common. Hört auf, so religiös zu sein und gebraucht einen gesunden Menschenverstand. Lernt es zu lieben. Learn to treat with honor and respect. Lernt einander mit Ehre und Respekt zu behandeln. Leave God out of this. Und schiebe die Verantwortung nicht Gott ab. Already released every blessing for you. He doesn't need to release more. Er hat schon allen Segen freigesetzt, er kann nichts mehr freisetzen. Liberar mais. I hope you enjoyed it. Ich hoffe, ihr mochtet diese Teaching. Okay, wir sehen uns.